So Leute, herzlich willkommen. Weiteres Video hier und wir starten kein neues Projekt. Wir versuchen einfach nur alte Projekte langsam mal abzuschließen. Und zwar haben wir ja schon letzten Winter hier Nellys Käfer umgebaut. Der hat ja einen frischen 1600er Motor gekriegt. Also eigentlich ja nur ringsrum alle Anbauteile schön gemacht und aus meinem Bestand einen Rumpf genommen, der einen gesunden Eindruck gemacht hat. Dieser Motor läuft bis heute einfach immer noch nicht richtig. Wir haben schon viel investiert, einen neuen Vergaser aufgebaut. Wir haben bei Ole in Flensburg von Airboxer einen Zündverteiler geliehen. Einfach um die Fehler so ein bisschen auszuschließen. Und ja, Zündung ist toll, Vergaser ist toll, aber der Motor läuft immer noch nicht richtig. Er klackert auch ein bisschen. Ich habe das Ventilspiel nochmal überprüft. Ventilspiel ist top. Ich hatte jetzt zuletzt den Auspuff ab, weil ich hier einen neuen untergeschraubt habe. Wir haben hier von einem Zuschauer, Marco heißt der gute Mann, einen alten Backpack-Auspuff zugeschickt bekommen und den habe ich kurzerhand bei Nelly unter den Käfer geschraubt, um, ja, den da unter zu haben. Ich finde den ganz cool. Auch der Sound davon, der schön, ja, dezent, aber trotzdem ein bisschen kerniger. Das habe ich mir da unter eigentlich versprochen und Nelly hatte schon länger Bock mal auf ein bisschen mehr Sound an dem Auto. Sie ist jetzt nicht ganz so happy, weil die beiden Enduro-Aussparungen ja hier trotzdem noch sind und sie findet es nicht ganz so cool. Aber sie ist ihn natürlich auch noch nicht gefahren, hat ihn noch nicht gehört, hat ihn bisher hier auch nur so auf der Hebebühne gesehen. Man muss das jetzt mal fahren. Wir werden bei diesem Motorproblem jetzt wahrscheinlich immer noch nicht weiterkommen, weil der nächste Plan ist, dass wir einmal per Lambda-Tool den abstimmen müssen. Aber wir wollen trotzdem die letzten anderen Projekte vollenden, dass der Käfer ansonsten wirklich fertig ist und einfach nur noch dieses Lambda-Tool abgestimmt werden muss. Und das machen wir mit Sven, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Durch die Heizung haben wir es jetzt leider nicht geschafft. Der Käfer muss dringend mal gewaschen werden. Ihr seht das, der ist wirklich übel dreckig. Der stand ein paar Tage draußen und ja, die Vögel haben alles gegeben. Also der Käfer braucht Liebe. Auch diese ganzen Rostflecken. Einmal mit Overtrol schön waschen. Vorne haben wir ja noch kleine Umbaumaßnahmen vor. Der Käfer hat ja eine Scheibenbremse reinbekommen. Also auch hier vorne wollen wir beigehen und nochmal kurz ein bisschen nachtunen. Ich werde hier vorne die Räder runterschrauben und alles zerlegen, damit wir die neuen Achsschenkel reinbekommen. So der Plan. Also Leute, von daher, ihr wisst Bescheid, Mucke ab. Wir wollen jetzt endlich für Nelly diesen Käfer fertig bekommen, Alter. Mir brennt das so auf der Seele. Aber ich meine, das Video wird eigentlich eher so ein Allround-Video. Wir wollen den Bus auch fertig machen und sowas. Der Bus ist ja eigentlich soweit fertig und läuft, aber ein paar Kleinigkeiten sind immer zu tun. Und da wollen wir jetzt halt auch nochmal rangehen und ein bisschen was machen. Wir müssen den Wagen ein bisschen höher legen. Für Nellys und meine Urlaubstour. Der Dachgepäckträger soll rauf und all so ein Kram machen wir jetzt auch in diesem Video. Also Leute, nicht mehr viel schnacken. Bisschen was erledigen, Feuer frei. Wir fangen mit dem Käfer an hier. Action.
Leute, ja, zurück jetzt hier. Und ich möchte unbedingt ein Wort verlieren. Erstens hoffe ich doch, dass der Ton deutlich besser geworden ist, weil wir jetzt ein neues Mikrofon hier am Start haben. Ist einfach dem geschuldet mit diesen Anklemmmikrofonen. Du kannst halt immer nur mit 2 Personen filmen. Und wir schrauben hier auch manchmal mit 4, 5 Leuten. Und der Content soll sich hier ein bisschen verändern wieder. Oder was heißt der Content nicht? Aber die Art der Videos wird sich ein wenig verändern. Jetzt noch nicht, aber demnächst. Ja, von daher will ich unbedingt jetzt ein Wort verlieren zum Käfer. Ich bin richtig froh, dass der Käfer wieder auf seinen eigenen Rädern steht und sieht einfach auch ziemlich gut aus. Jetzt vorne mit den neuen Achsschenkeln kann man echt davon reden, dass es ein einstimmiges Bild ergibt mit der Höhe hinten und sowas. Das passt echt gut. Ja, jetzt könnten hinten noch gut so 20 mm Spurplatten rauf, vielleicht 15er. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir jetzt als nächstes den Motor ready kriegen und Nelly diesen Käfer fahren kann. Das ist das allergrößte Ziel, das wollen wir erreichen. Aber ich bin erstmal froh, dass wieder die Kleinigkeit abgehakt ist und der Käfer erstmal nicht mehr auf der Bühne hängen muss. Bühne ist auch schon das Stichwort. Der Bus hängt jetzt schon gerade auf der Bühne, wie ihr da oben sehen könnt. Mittlerweile mit Dachgepäckträger montiert. Wir wollen ja in Urlaub fahren und dafür brauchen wir einfach den großen Dachgepäckträger, dass wir einfach 1, 2 wasserdichte Boxen oben auf den Dachgepäckträger stellen können und das Vorzelt darauf packen können und nicht das Auto nachher so voll haben. Ich habe einen großen Plan geschmiedet und zwar soll die alte Standheizung raus. Wir haben nämlich eine neue Standheizung hier am Start. Dafür habe ich auch schon Halter gebaut und diese Standheizung soll jetzt unter das Auto. Außerdem soll der Bus ein bisschen höher gelegt werden. Einfach, wenn wir den jetzt noch voll beladen und sowas und dann hier irgendwie schlechte Straßen fahren, dass man einfach ein bisschen besser reisen kann, weil momentan, das ist ein bisschen zu tief, um jetzt damit wirklich entspannt in Urlaub zu fahren. Sehe ich ein und ich will auch nicht mit meinem neuen Motor da immer irgendwie aufsetzen oder Angst haben oder sonst irgendwas. Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Bus jetzt auf der Bühne hängt und dass wir da jetzt weiter durchstarten können. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Für euch Mucke ab und ihr kriegt ein paar Szenen hier, wie wir den Bus, ja, mit einer neuen Standheizung versehen hoffentlich und ein bisschen höher legen. Ja, und ich werde nochmal so durchgucken. Ein paar Kleinigkeiten werden wir wahrscheinlich sonst noch machen. Aber erstmal jetzt feuerfrei hier. Action. So Leute, hier guckt mal hin. Hier vorne habe ich schon einiges geregelt. Hier habe ich jetzt eine schöne Webasto-Standheizung reingequetscht. Ihr hört auch gerade, sie läuft schon noch nach. Ich hatte hier gerade Generalprobe, habe geguckt, ob alles läuft. Gestern lief sie schon das erste Mal und wir haben sie auch richtig laufen gehabt. Nur den Auspuff habe ich noch nicht fertig verlegt. Das habe ich jetzt aber geregelt. Ich bin nur so halb zufrieden. Ich bin euch ehrlich, ich zeige euch das mit dem Auspuff, bin ich nur halb zufrieden. Der Rest ist echt top. Passt mega geil da rein. Guck mal hier nochmal. Da vorne sitzt jetzt quasi zwischen Vorderwagen und ja, vorderen Unterfahrschutz hier. Da sitzt ja normalerweise so ein Schlauch, der direkt nach vorne durchgeht. Und genau in diesem Schlauch hier in den Originalen habe ich diese Standheizung jetzt dazwischen gesetzt und nutze jetzt hier hinten quasi den und den Kollegen. Also das ist ja hier unter dem Mitteldurchgang, der alte Ausströmer. Den nutze ich jetzt, um frische Luft quasi anzusaugen für die Standheizung, dass sie immer so zirkuliert. Hinten nimmt sie die kalte weg und drückt vorne wieder die warme raus und dann ja, ist es effektiver, als wenn sie von draußen eiskalte Luft aufheizen muss. Das ist so der Hintergrund dahinter. Ich bin jetzt echt eigentlich ganz zufrieden, weil durch den kurzen Weg
drückt die Wärme vorne auch wirklich phänomenal raus. Also da vorne ist jetzt echt Schwitzen angesagt in der Kammer. Aus 6 mm Stahlblech habe ich mir hier so einen schönen Halter gebaut. Bisschen zweimal gekantet und sowas. Bisschen schön zurechtgemacht noch da mit so einem Loch und sowas, dass das einfach ein bisschen geiler aussieht. Und wie gesagt, Alter, wie die Standheizung jetzt hier drin hängt, ich bin damit mega gut zufrieden. Auch hier in der Ecke passt das richtig 1A mit den Kabeln da oben. Ihr seht das, die kommen da direkt unterm Achsrohr raus. Und dann lasse ich sie hier rüberleiten und hier teilt sich der Kabelbaum quasi auf. Aber hier könnte ich nochmal einen Kabelwender mehr ranmachen, ne? Das sollte ich vielleicht nochmal machen. So wie die Situation jetzt hier mit meinem Auspuff ist, läuft dieser Auspuff hier auch durch die Achse. Habe ich hier einen Endschalldämpfer hingesetzt. Also so einen kleinen Schalldämpfer, original Standheizungsteil. Und dann geht das Endrohr hier rüber. Und hier habe ich ihn auch erstmal nur mit Rödeldraht befestigt, weil ich noch nicht weiß, ob das mit dem Auspuff überhaupt so bleiben soll. Eigentlich ist es genau suboptimal, weil er pustet jetzt genau unter der Schiebetür raus. Und das ist natürlich die Fahrzeugseite, auf der du eher sitzt. Das heißt, eigentlich wäre es geiler, den Auspuff in die Richtung raus zu verlagern. Ich habe aber nur das bisschen Rohr da gehabt, mehr hatte ich nicht und deswegen musste ich irgendwie gucken, wie ich damit zurechtkomme und bin jetzt auch erstmal zufrieden. Man kann die Heizung benutzen. Hier für den Topf habe ich auch kein weiteres Loch gebohrt. Da war oben im Längsträger schon ein Loch drin. Habe ich eine Einziehmutter einfach wieder reingezogen und konnte den schön hier an so einem Gummipuffer-Ding befestigen, dass der auch von den Schwingungen nicht so in die Karosse geht. Laut ist das Ding trotzdem. Ich bin mal gespannt, wie gut das jetzt alles funktioniert oder auch nicht funktioniert. Das mit dem Auspuff, ja, ist erstmal so eine Übergangslösung, sag ich mal. Ich werde jetzt hier oben nochmal ein kleines Abschirmblech bauen, weil hier überall laufen die Kabel lang und die Benzinleitung. Ich meine, so warm wird das Ding ja auch nicht, ne? Also es hat schon Temperatur, aber wenn ich hier oben hingreife, das ist alles dann doch noch recht kühl. Ja, ich glaube, das passt auch so, wie es ist einfach. Ich mache mir da nichts für die Platte, aber so ein Abschirmblech zur Sicherheit, dann kann ich auf jeden Fall noch beruhigter schlafen. Mann, das Viech hat aber auch ein Fokusproblem hier heute, wa? Haben wir da Dreck auf der Linse? Oh, so besser, wa? Auch vielleicht war da ein Fettfänger drauf, wa? Vorderachse ist übrigens auch höher gelegt, die habe ich höher geschraubt. Und auch die Hinterachse konnte ich ja hier mal eben kurz höher stellen. Das heißt, auch das ist alles top. Und der Wagen ist jetzt so ringsrum, ich würde sagen 3-4 Zentimeter höher. Einfach, damit wir jetzt beladen können und alles entspannt ist und wenn wir oben ein bisschen schlechte Wege durch Schweden fahren, dass wir da nicht so Kummer haben mit Tiefe. Aber viel höher soll er auch nicht werden. Das soll ja jetzt auch trotzdem noch gut aussehen, das Auto. Und nicht hier irgendwie 8 Meter über den Berg. So, ich würde sagen, das Projekt ist erstmal abgehakt. Jetzt hier, ihr seht noch, da soll noch ein Stopfen rein, dass er hier zu ist. Und die Klappen da drin, die werden ja oben vom... So Leute, wir haben leicht technische Probleme reingekriegt. Speicherplatz vom Telefon war voll. Deswegen geht es jetzt hier weiter. Ja, an einer anderen Stelle, anderer Ort. Als erstes will ich euch einmal kurz berichten. Guck mal rein in den Shop. Neue Klamotten am Start. Wir haben erstmals Klapprad Crew Zipper. Hier richtig cooles Modell. Pullis und T-Shirts mit dem Vari drauf. Auch richtig, richtig geil. Ne, guckt euch die Modelle an. Schockt total. Also wenn ihr da was bestellen wollt, würde mich sehr freuen. Vorbestellzeit läuft jetzt und dann wird in nächster Zeit irgendwann versendet. Also freut euch auf euren Kram da. Vielen Dank auf jeden Fall auch schon mal an jeden, der bestellen will. Und ich steige jetzt hier direkt wieder ein und erzähle euch mal, was dein letzter Stand war. Unten der Propfen. Ich habe das Rohr dicht gemacht. Somit ist Standheizung alles komplett tutti frutti fertig. Dann musste ich hier oben noch ein bisschen was fertig machen. Sprich hier den Standheizungsschalter. Der muss da noch einmal vernünftig hier Kabel verlegt werden und so. Das ist alles schick. Dann habe ich ja den ganzen alten Kram von der Standheizung rausgerissen. Und außerdem waren oben die Hebel, hier die Hebel für die Heizung nicht angeschlossen. Deswegen konnte ich quasi nicht entscheiden, wo soll die warme Luft rausgehen. Soll sie oben rausgehen, zur Frontscheibe raus oder soll sie unten auf die Füße strahlen? Das habe ich dann auch nochmal angeschlossen. Und hier vorne das Gestänge für die Lüftung war ausgehakt. Deswegen habt ihr auch noch eine Szene gesehen, wo ich hier das Lüftungsgitter raus hatte. Da habe ich das Gestänge auch wieder eingehakt und alles gemacht und getan, sodass man theoretisch jetzt auch wieder Lüftung einfach ganz normal anschließen kann. Ich habe mir dann hier noch die alten Bleche vorgenommen und die angefangen gerade zu dengeln. Das habe ich aber nicht mehr fertig gekriegt und ja, das mit dem Plastik da so einzupassen, dass die ganze Lüftung da wieder fertig zusammen ist, fehlt auch noch. Aber demnächst soll das auf jeden Fall passieren, dass da unten die ganze Front alles wieder vernünftig zusammengebaut ist. Das wäre ein Traum. Aber in dem Sinne würde ich sagen, Leute, Bus ist auf jeden Fall komplett einsatzbereit und ist auch schon im Einsatz. Guckt gerne nächste Woche wieder rein. Ich habe da ein richtig schönes Video für euch parat. Ich spoilere da jetzt einfach mal gar nichts. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben wieder ein paar Kleinigkeiten geschafft. Ja, ich bin froh eigentlich mit dem Bus hier. Standheizung, das ist ultra geil. Wir haben die gestern Abend schon mal ausgetestet.
bei voller Fahrt auf 4 kleiner Stufe laufen gehabt und das wird richtig schön muckelig warm da drin. Also echt nice. Gut, Leute, das war das Abschlusswort. Bis nächste Woche 16 Uhr, ne? Macht mir das mal gut. Erstmal